willkommen bei Piranha Becken TV. Wir sind heute unterwegs nach Bielefeld und wollen jetzt zu den Nerdstar-Jungs, ne? Zu Nerdstar. Die haben uns eingeladen zum Grillen und wir müssen jetzt beeilen, damit wir die Bahn kriegen, weil die haut nämlich gerade ab. So, wir machen mal. Ja, ist richtig was los hier. Haben wir gerade mal ja. Und jetzt geht's los. Ist das denn schon so spät? Ja, weiß ich nicht. Oh. 20 vor. 20 vor, ja. 20 vor 12. Also, wir gehen gleich zum Bochumer Hauptbahnhof. Genau. Wo ist die Kamera da? Und fahren dann von dort aus weiter nach Bielefeld. Am besten noch ein Brötchen holen oder so. Ich habe nämlich ein bisschen Hunger. Ja. Und dann schauen wir mal, wann wir da sind. Dann können wir ins Hotel einchecken. Genau. Dann schauen wir mal, wie es bei Nerdstar so aussieht. Naja. Bis gleich. Genau. Ja, so, wir sind jetzt fast da, ne? Man hört auch schon den Krach und es fängt jetzt an irgendwie zu regnen, ne? In Bielefeld. Das ist natürlich für eine Grillparty echt nicht so geil. Nee. Also wir sind hier in Jöllenbeck, das ist irgendwo so ein Kaff in Richtung Bielefeld. Ich hoffe zumindest, dass sie sich irgendwie überdacht haben. So. Das wäre schön. Also das wäre ja schon nicht so schlecht, ne? Also hier geht's jetzt rein, ja? Das ist deren Zeichen, da haben sie jetzt hier so ihre Flagge, damit auch jeder weiß, wo er hier rein muss, ne? Und wir werden auch schon beobachtet, ja? Und mal gucken, ob wir den einen oder anderen mal vor der Kamera kriegen. Hallo Lena. Hallo. Du arbeitest mittlerweile richtig fest bei Nerdstar. Erzähl doch mal, was ist eigentlich Nerdstar? Nerdstar ist ein Online-Fernsehsender. Wir machen allerdings auch YouTube und machen auch Auftragsarbeiten. Das heißt, wir machen sowas wie Imagefilme und sowas. Unser Fokus liegt aber hauptsächlich auf den Online-Markt. Das heißt, wir streamen auf Twitch, haben da verschiedene Showformate und gleichzeitig auch Gaming. Und wie bist du bei Nerdstar gelandet? Ich wurde damals von einer guten Freundin dahin geschleppt sozusagen, wo wir noch im alten Studio waren. Da habe ich Praktikum gemacht und dann haben wir davon mitbekommen, Nerdstar sucht noch für den nächsten Livestream noch ein paar Leute, die mithelfen. Und dann wollte sie unbedingt hin, aber nicht alleine. Und dann habe ich halt gesagt, okay, gut, ich komme mit. Ja, und dann bin ich auch mit dahin. Dann hieß es direkt, ja, hier hast du ein Projekt, los, arbeite. Und ich so, okay, hier bleibe ich. Was war bisher dein größtes Projekt bei Nerdstar? Also ich glaube, mein größtes Projekt war auf der Gamescom letztes Jahr den Stand von MSI zu betreuen und dort den kompletten Livestream als Regie und Bildschnitt sozusagen zu machen. Momentan zockst du auch live. Du spielst zum Beispiel die Sims. Was machst du da genau? Wir haben ein Projekt, das heißt die Nerdstar WG. Wir gehen jetzt in die zweite Staffel, das durfte ich übernehmen. Und wir sind da ganz eng mit unserer Community. Das heißt, ich habe eine Familie aufgebaut, wo wir feste Nerds am Start sind. Und wir dann zusätzlich Leute aus der Community erstellen und sie sich auch selber erstellen können. Und wir dann gemeinsam eine komplette Story bauen. Das heißt, es entstehen Partnerschaften, es entstehen Freundschaften, es werden Partys geschmissen. Kann man sich alles angucken auf Twitch bei Nerdstar. Lena, letzte Frage. Wenn du dir jetzt vorstellst, 5 Jahre weiter, was würdest du dir wünschen? Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass ich nach meiner Ausbildung hier weiter Vollzeit tätig sein kann und wir irgendwann vielleicht auf der Gamescom sogar unseren eigenen Stand hätten. Vielen Dank. Gerne. Neben mir steht jetzt Marci. Marci, du bist jetzt auch schon ziemlich lange mit bei Nerdstar. Erzähl doch mal, wie ist es damals dazu gekommen? Ja, ich bin sehr lange bei Nerdstar, seit der Gründung, weil ich habe das gegründet. Im November 2011 ging unsere allererste Sendung über NRVision, wurde die ausgestrahlt. Das ist so eine Bürgerfernsehgruppe. Kenn ich noch. Genau, die gibt es ja immer noch. Die machen immer noch munter weiter ihr Programm.
Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Da haben wir die ersten Sendungen gemacht, dann haben wir irgendwann entdeckt, okay, wir wollen gerne mehr Formate machen und sind dann auf YouTube gegangen und jetzt letztendlich auf Twitch. Also seit Anfang an. Wie bist du auf die Idee gekommen? Warum hast du das gemacht? Relativ stumpf. Also ich habe mein Praktikum gemacht beim Bürgerfernsehen und danach habe ich angefangen zu studieren und neben dem Studium wollte ich im Grunde so einen praktischen Ausgleich machen und für mich gibt es 2 Leidenschaften, Videospiele und Musik und ich musste mich entscheiden, okay, mache ich irgendwie eine Sendung zu Musik und lade Bands zu mir ein, interview die und lasse die live spielen oder mache ich was zu Videospielen und tatsächlich hat der ausschlaggebende Punkt für Videospiele war, dass ich gesagt habe, ich habe schon so lange nicht mehr richtig gespielt und Videospiele genossen, sondern man ist nur so durchgerannt und dann dachte ich, es wird Zeit, sich mal wieder mehr damit zu beschäftigen. Also wurden es die Videospiele. Ja, wenn du zurückblickst auf die ganze Zeit von 2011 bis heute, was würdest du sagen, was hat's gebracht? Unfassbar viele liebe Menschen hat es gebracht, unvergessliche Momente. Wenn man irgendwie, man fängt an, diese Videos zu machen und weiß gar nicht so, wo lande ich am Ende oder wagt gar nicht zu träumen. Und man hat dann immer so Stück für Stück, haben sich Leute gemeldet, die irgendwie mitmachen wollten und auch Ideen eingebracht haben. Und einfach, ich glaube, zu sehen, wie so ein Team entsteht und wächst und was man erreichen kann, wenn total viele Chaoten zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen, das ist das, was es am meisten gebracht hat. Also dieses Teamgefühl, diesen Spirit bei uns im Team, zu sehen, wie das so Stück für Stück, schöne kleine ostwestfälische Schritte, ein Fuß nach dem anderen, weiter nach vorne zu marschieren. Würdest du es heute nochmal so machen? Ich würde es immer wieder so machen. Es ist die beste Zeit meines Lebens. Ich liebe jede Sekunde. Sehr cool. Ja, und wenn du jetzt einen Blick in die Zukunft wagst, was würdest du dir wünschen, so in 5 Jahren? Ich würde mir wünschen, dass wir im Grunde den nächsten Schritt wagen, noch mehr Leute zu uns ins Team holen können, die wir fest anstellen können. Wir haben so viele freiberufliche Ehrenämter, die uns helfen, das Team zu unterstützen. Wir sind 6 fest. Und der Rest wird im Grunde durch freiwillige Helfer aufgestockt. Und wenn wir noch mehr zu uns ins Boot holen können und gemeinsam weiter an diesen Sender entwickeln können, so das ist so sind die großen Ziele, so eine Heimat zu geben für all die bunten, verrückten Nerds da draußen. Gibt es auch etwas, wo du sagen würdest, das ist mein Baby bei Nerdstar, das habe ich besonders gern? Den Toilettentalk. Das beste Format der Welt. Na cool. Genau, jetzt stehe ich hier mit dem Dirk. Heiner. Dirk, du irgendwie bist schon ziemlich lange bei Nerdstar, ne? 2013 genau genommen, Anfang 2013. Ich bin ursprünglich als Schreiberling eigentlich zu Nerdstar gekommen, habe dort für die Homepage einen 2-wöchentlichen Blog Dirk's Dirty Talk ins Leben gerufen und dort über verschiedene Sachen, vor allen Dingen aus dem Musikbereich oder Musikbusiness berichtet. Und habe da immer mir so ein Thema gesucht und dann da einfach ja, weiß ich, so 1000 Wörter oder so zugeschrieben, also ein relativ ausführliches Ding und so ein bisschen auch Sachen recherchiert. Und irgendwann war da mal Not an Mann vor der Kamera und dann habe ich gesagt, ich könnte ja auch mal versuchen. Seitdem bin ich voll reingerutscht. Jetzt bist du ja im Grunde genommen sogar Geschäftsführer und ja, Teilhaber der ganzen Sache irgendwie. Wie ist das Ganze denn so in den Jahren ja, bis heute so weitergelaufen? Ja, der Geschäftsführer, ich sage immer gerne Gangleader oder sowas in die Richtung. Das klingt irgendwie besser. Papa Schlumpf. Wir sind zusammen Papa Schlumpf. Oder Papa und Mama Schlumpf vielleicht auch. Marcel und ich haben irgendwann gemerkt, okay, wir können gut zusammenarbeiten. Also wir haben irgendwie ähnliche Vorstellungen davon, wo es mit Nerdstar hingehen soll. Und ich war von den Leuten, es war ja immer schon ein großes Team an Leuten, die da mitgemacht haben bei Nerdstar. Und ich war einer derjenigen, die auch gesagt haben, boah, ich gebe, glaube ich, einfach 2-3% mehr und habe immer Vollgas geben wollen in dem, was ich tue und immer noch mehr gewollt und bin ich satt gewesen. So ähnlich wie bei Marcel das eben auch war. Und dann haben wir gesagt, okay, das passt irgendwie bei uns zusammen. Und dann ist irgendwann natürlich, also was heißt irgendwann? Eigentlich ist ja immer der Traum gewesen. Vielleicht ist es ja mal irgendwie so, dass es groß wird. Vielleicht kann man das ja irgendwann mal beruflich machen. Wie cool wäre das eigentlich? Und dass wir dann tatsächlich irgendwann gegründet haben, hing dann ungefähr oder lag dann unter anderem daran, dass der Marco Schlaubums aus unserem Team gesagt hat, ey Leute, wenn ihr das macht, dann geht das auf jeden Fall durch die Decke. Und dann wir so, sicher? Wir so, ja, auf jeden Fall. Und wir waren zwar davon nicht überzeugt, aber wir haben gedacht, okay, vielleicht sollten wir es probieren. Und das ist ja dieser Klassiker, besser man hat es probiert und scheitert, als man weiß überhaupt nicht, was passiert wäre.
Also hier findet der Toilettentalk statt. Hier dürfen wir jetzt heute tatsächlich mal auf Klo. Und normalerweise sitzt der Marci immer hier und erzählt, was es so in der Woche Neues gab. So kennt man dich, ne? So am liebsten, genau. Hier sitze ich, dann ist dann nur die Kamera und das Ding ist, weil wir in dem Bild haben wir, wenn überhaupt, die Wand, aber dann ist so der Vorhang und schließt das ab und die Leute denken, dass das hier ein riesen Badezimmer ist und es ist voll schön gemacht, weil im Grunde drehen die da drin ja Videos, das muss ja vernünftig aussehen. Aber die Tatsache, die brutale Realität sieht anders aus. Die Rohre laufen hier irgendwie so, weil wir das Ding eben so schnell, wir haben das Bad hier reinbauen müssen. Hast du schon mal ein Bad gebaut? Jein, also meine Eltern. Ich habe noch nie ein Bad gebaut. Ich habe auch noch nie eine Wand gezogen. Und das war ein Prozess, bis wir das alles hier auf die Kette gekriegt haben. Man sieht auch, Erfahrungen haben wir gesammelt, die Fliesen. Es gibt insgesamt, man musste sparen. Es gibt insgesamt 4 Fliesen, die wir jetzt hier irgendwie dran gesetzt haben, weil wir dachten, okay, das muss erstmal reichen. Uns ist, wir sind ja unter uns, uns ist die Kohle ausgegangen. Und wir mussten dann mit den letzten nur hier schön das Bad fertig bauen. Und das hat noch für 4 Fliesen gereicht. Dann habt ihr den ganzen Scheiß selber gemacht? Zum großen Teil, genau, weil wir haben zusammen mit der Vermieterin gesprochen und hier die Räume im Grunde gesagt, so, das brauchen wir, das wollen wir machen, aber zum großen Teil mussten wir das selbst tragen. Ihr habt hier jede Menge Haarspray, aber überhaupt keine Schminke, ne, irgendwie, oder? Habe ich die nur übersehen? Dirk bringt seine eigene Schminke mit. Ansonsten haben wir so einen Puderdings irgendwo im Studio in so einer Schublade, womit wir uns mal so flott abpudern, wenn wir ein bisschen glänzen. Aber ich glaube, die Lena, die kommt geschminkt zur Arbeit und das ist momentan so das einzige Mädel bei uns im festen Team und die kriegt das ganz gut, glaube ich, außerhalb des Badezimmers hier auf die Kette. Ja, ich stehe jetzt hier an einem gemütlichen Tisch zusammen mit dem Hedy. Hallo Hedy. Hi. Bist du denn heute zum ersten Mal hier? Ja, tatsächlich. Hast du denn sowas wie ein Nerdstar-Lieblingsprogramm? Laserkeller mit Maxi, tatsächlich. Die Retro-Sachen. Also ich bin absoluter Retro-Fan. Ja. Cool, das würde den Maxi bestimmt freuen, wenn er das hört. Auf jeden Fall, der hat ja auch heute von mir Donkey Konga Bongos geschenkt bekommen. Oh. Die hat er ganz, ganz hoch auf seine Liste gepackt, weil die Donkey Konga Bongos sind sehr teuer tatsächlich und für die Gamecube sehr, sehr rare gesehen. Und ich hatte noch ein paar übrig und die habe ich ihm einfach mal mitgebracht, sagen wir es mal so. Sehr Für den schön. Laserkeller. Mitbringsel sind immer nicht schlecht bei so einer Party. Das war der Headbreaker, auch auf Twitch zu finden. Vielen Dank. Das ist unser Reich, das Studio. Da vorne sehen wir sogar gerade noch ein paar eSport-Mania-Menschen. Die machen bei uns haben sie heute ihr Broadcaster Royale Season 2 produziert und die sind wahrscheinlich jetzt gerade in einem richtig intensiven Feedback-Gespräch und ja, und daran wollen wir schrauben und daran, oder sie trinken Bier, das könnte auch sein. Kurze Studioführung. Marco, IT. Das ist unser Magazin. Eine dunkle Kammer mit 4 Kabel und Konvertern, was man so braucht. Hier war früher unser Büro. Jetzt ist es so ein kleines Ausweichset. Hier spielen wir momentan Marvel Spider-Man für die PlayStation 4 und ich persönlich bin ein riesengroßer Spider-Man-Fan und freue mich sehr. Das machen wir hier. Die Ecke da vorne, die habe ich tatsächlich letztens noch gesehen. Ich glaube gestern, vorgestern oder so, da habt ihr Rollenspiel gespielt, ne? Genau, hier haben wir unser Starfinder Pen and Paper gespielt. Kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, wenn man nur diese traurige Ecke sieht. Hier war im Grunde ein Tisch, wo 5 Personen Platz nehmen konnten, schön ausgeleuchtet und dann haben wir unser Science-Fiction-Abenteuer erlebt. Geht mir auch das Herz auf. Science-Fiction, Spider-Man, Star Wars, so, das sind so meine Mains. Genau, das machen wir alle 14 Tage und das finde ich ein super schönes Projekt, weil man da mal komplett rumspinnen kann. Wenn man eine Geschichte erzählt, statt die dann auch produzieren zu müssen, kann man mal richtig rumspinnen und in ganz großen Dimensionen denken. Und das schätze ich an Pen and Paper sehr. Wir sind jetzt hier am Grill, deswegen ist es ein bisschen neblig. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Es riecht auf jeden Fall unverschämt gut. Und am Grill stand bis gerade der Maxi. Wie bist du denn eigentlich zu Nerdstar gekommen? Ich bin zu Nerdstar gekommen, indem ich gefragt wurde. Also ich war bei Hitbox damals noch unterwegs, habe da selber meine Retro-Livestreams gemacht und dann haben sie mich gefragt. Die haben gesagt, pass auf, wir wollen uns nächstes Jahr vielleicht selbstständig machen. Vielleicht können wir da noch jemanden mit dazu holen. Hättest du für den Fall der Fälle Lust? Und dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Und so hat es dann auch geklappt. Du hast ja im Grunde genommen auch dein eigenes Format, sage ich mal, bei Nerdstar. Wie sieht das aus? Genau, ich bin halt für die Retro-Ecke vor allem zuständig, weil das einfach ein Bereich ist, der mich privat seit etlichen Jahren unheimlich interessiert. Mal sagen lassen, du spielst auch auf den richtig alten Konsolen und dem ganzen alten Kram. Hast eine riesen Sammlung zu Hause? Die Sammlung ist inzwischen hier.
Also zu Hause habe ich eigentlich nur noch ein paar Spiele, weil wir da noch zu wenig Regalplatz haben. Aber meine ganzen Konsolen und so weiter stehen eigentlich alle hier. Außer dem C64, der steht auch hier. Aber sonst habe ich die PC-Riege nicht so mitgenommen. Aber sonst, was so Konsolen angeht, bin ich da eigentlich so relativ flächendeckend unterwegs, ja. Krass. Und Trash Bash, das ist irgendwie, du spielst gerne Spiele, die schlecht sind? Also das ist ein Format, das einfach geboren wurde daraus, dass der Daniel und ich, mit dem ich das zusammen mache, dass wir gemerkt haben, wir haben eine Dynamik zusammen, wo wir jeden Blödsinn irgendwie rüberbringen können. Und dann haben wir uns gedacht, wir gucken einfach mal, was so in der frisch rausgekommenen Rubrik bei Steam so am Start ist für umsonst oder in der Early Access Phase. Und das sind meistens Sachen, die kommen auch nicht aus der Early Access Phase raus, die gehen irgendwie unter. Wir haben da irgendwie unsere Art und Weise gefunden, die Dinger zum einen schön zu verkaufen und zum anderen auch ein bisschen zu zerreißen. Es macht Spaß. Aber du bist auch so ein Allrounder, ne? Du bist auch manchmal in der Regie und hilfst dort mit. Also du hast jede Menge Aufgaben hier. Genau, also meine offiziellen Aufgaben sind die in der Medienproduktion, das heißt in der Aufnahme, in der Live-Produktion, also in der Ton- und Bildregie. An der Kamera bin ich relativ häufig und eben auch in der Postproduktion, in eigentlich sämtlichen Bereichen. Ich feiere das ja immer so ein bisschen so, wenn du den Marcy ärgerst, wenn er Horrorspiele spielt. Hast du noch Wünsche für die Zukunft? Irgendwie einen Traum, den du dir in den nächsten 5 Jahren verwirklichen wollen würdest? Mein Wunsch wäre es natürlich, auch in 1, 2, 3, 4, 5 plus Jahren auch noch hier zu sein. Also das ist eigentlich mein größter Wunsch, einfach, dass es so weitergeht. Dann viel Glück und Dankeschön. Ich danke euch. Die Mission, die wir uns gesetzt haben, dass wir haben halt auch Bock, die Sachen auszuproduzieren. Nicht einfach nur hinzusetzen und zu spielen, so nach dem Motto, das kann jeder und wir wollen halt einfach ein bisschen mehr machen. Gucken wir uns mal die Regie an. Gucken wir uns die Regie an, das ist eine sehr gute Idee. Mein zweiter Lieblingsort neben dem Toilettentalk-Set. Folgenden Vorteil haben wir uns erarbeitet hier. Normalerweise brauchst du, um eine Live-Regie zu steuern, brauchst du schon so 4 bis 5 Personen, wenn du das hochwertig ausproduzieren willst. Ich bin super stolz darauf, dass wir das so optimieren konnten, die Logistik, dass wir mit 2 Leuten eine sehr hochwertige Sendung fahren können. Teilweise sogar mit einer Person. Wir haben jetzt hier, diese Ecke ist zuständig für den Bildmischer. Das ist das Bildmischer-Rig. Das wird angesteuert durch das Panel hier vorne. Und das ist der Streaming-PC, da wird am Ende die Summe hingeschickt. Hier vorne haben wir den Mats- und Grafikzuspieler, also Animationen, Bauchpin und so weiter, kommt von dieser Seite hier und da wird der Ton im Grunde gemischt. Und es ist halt so, dass diese beiden Plätze dann halt 2 Aufgabenbereiche haben, aber wir das Gefühl haben, dass wir so pfiffig sind, dass wir das umsetzen können, auch bei einer etwas aufwendigeren Sendung. Hast du denn sowas wie ein Baby oder ein Lieblingsprojekt irgendwie bei Nerdstar? Also in der reinen Videoproduktion gibt es den Ausdruck Kill Your Darlings. Und der bezeichnet im Prinzip, dass man vielleicht sich beim Drehen mal irgendwas überlegt hat, was ziemlich geil wäre, wenn es klappen würde. Und man dann beim Schnitt aber merkt, fuck, es hat einfach nicht geklappt. Und dann trotzdem zu sagen, okay, ich nehme es nicht mit rein, weil es taugt leider einfach nicht. Also da die Stärke zu haben. Und das haben wir schon an ein paar Stellen mit Formaten oder Ideen, die wir so hatten, leider mal durchleben müssen, dass wir die dann einfach abgesägt haben. Weil entweder hat es uns nicht so viel Spaß gemacht, es hat nicht so gut geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben, oder es hat einfach keinen interessiert und das kann auch passieren. Und ansonsten mache ich vor allen Dingen das Booking und die Planung der Late Night immer mittwochs und das ist schon so, das ist so das, wo ich mir eigentlich vorstelle, wie ich gerne das machen würde. Online-Fernsehen quasi, also eine Art Showkonzept wie im Fernsehen, aber mit einem interaktiven Aspekt. Und da aber würde ich gerne in Zukunft noch mehr rausholen, noch mehr Interaktivität bieten, noch mehr mit den Zuschauern, die irgendwie einbinden. Macht ihr momentan jeden Mittwochabend? Die machen wir jeden Mittwochabend, 21 Uhr. Und wenn du jetzt einen Blick in die Zukunft wagst, irgendwie Nerdstar in 5 Jahren, wie sieht das dann aus? Ich denke, dass wir weiterhin hier vor Ort sind. Wir haben in dem Gebäude auf jeden Fall noch ein bisschen Platz, im Keller genau genommen, den noch ein bisschen zu kapern und dort noch Studioräume einzubauen. Das heißt, wir werden uns da auf jeden Fall noch vergrößern. Wir sind halt zum einen dieser Sender allein und auf der anderen Seite machen wir aber auch Dienstleistungen. Also wir machen Livestream-Übertragungen für Unternehmen, sind auf Messen unterwegs. Und das irgendwie, wie es jetzt auch schon ist, verzahnt eigentlich mit dem Sender, vor allen Dingen so Gaming-Themen oder Nerd-Themen, die auch dann im Livestreaming, im professionell angebotenen noch verstärkt zu vertiefen und dann quasi 2 so Bereiche aufgebaut zu haben, die beide unabhängig voneinander funktionieren, die sich auch beide finanziell tragen und da dann
in beiden Bereichen so sich ausleben zu können. Das wäre eigentlich mir das Größte. Normalerweise irgendwie so Streamer kennt man irgendwie hängen in irgendeinem Wohnzimmer und streamen alleine irgendwie, spielen abends irgendwelche Spiele oder reden. Und der Unterschied zu so einem, ich nenne es mal Kanal oder Format, wie ihr es seid, ist, ihr seid ein Team, ihr habt eine Regie. Was ist der Unterschied für so einen Zuschauer? Also der Zuschauer bekommt bei uns, und das ist Fluch und Segen gleichzeitig, glaube ich, eine wesentlich größere Bandbreite und Auswahl an Formaten und an Programmen. Und das teilweise auch an einem Abend. Also wenn ein Streamer halt normalerweise, wie wenn ich mich selbst ja vor den PC setze, so läuft es ja auch. Ich nehme mir ein Spiel und zocke das den Abend durch oder vielleicht wechsle ich irgendwann nochmal das Spiel, maximal, also sagen wir mal 2 Titel so einen Abend. Kann es bei uns auch sein, dass wir einen sehr bunten Tag haben oder mal bei so einem Marathon-Stream, dass innerhalb von 10 Stunden, die wir streamen, 5, 6, 7 verschiedene Sachen passieren. Wir machen ja zum Beispiel auch sowas wie Pen and Paper oder Brettspiele, wo ich mich vielleicht als normaler Game-Interessierter gar nicht mit beschäftigt hätte, wo ich aber eigentlich ja potenziell auch jemand bin, den das ansprechen würde. Und das ist immer so ein bisschen unser Anspruch, unsere eigenen Interessen im Sender auch abzubilden und dann mit den Zuschauern zusammen zu gucken, okay, wo liegen gemeinsame Interessen und was kann man dann auch machen. Und dann ist es, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Zuschauererfahrung. Ja, vielen Dank, Dirk. Bitteschön. Ich stehe jetzt hier mit Bernie81. Ja. Auch zu finden auf YouTube. Genau. Und du bist hier beim Nerdstar Grillen. Warum eigentlich? Weil ich Nerdstar schon seit Anfang an verfolge, weil ich Bock auf coole Leute habe und ja, ein bisschen was trinken und auf einen lustigen Abend. Wie hast du denn Nerdstar kennengelernt? Oh, das ist tatsächlich so. Ich hatte mal eine kleine Gaming-Community und dann habe ich mit dem Kanal 21 geschrieben und die haben mir erzählt, wir bringen auch demnächst irgendwas raus. Und das war dann quasi Nerdstar. Und das heißt, ich hatte direkt von Anfang an, bevor es überhaupt die erste Ausgabe gab, schon Kontakt mit Nerdstar und wusste schon, was demnächst so kommt. Du warst auch öfter mal Gast bei Nerdstar, ne? Ja. Was machst du dann da so? Meistens Sachen mitbringen, die dann verlost werden. Eigentlich immer T-Shirts. Und ja, eine gute Zeit haben, weil eigentlich, wenn ich hier bin, dann fühle ich mich immer wohl. Weil die Jungs und Mädels einfach auch total authentisch sind. Dein Lieblingsformat bei Nerdstar? Ja, Spawn, sage ich jetzt einfach mal, weil ich da auch am häufigsten selber dabei war. Vielen Dank. Also neben mir ist hier auch der Doms. Genau, auch der Doms. Und der Daniel. Ja, hi. Und ihr macht mit bei Nerdstar. Richtig. So sieht's aus. Seit wann? Ich habe das erste Praktikum damals Anfang 2017 angefangen, also direkt als das Unternehmen gegründet wurde und bin jetzt seit März 2018 als Volontär tätig. Ich helfe freiwillig. Ich studiere nebenbei noch Medienproduktion und kam hierzu im Februar letzten Jahres auch, ja. Wo sie sich gerade hierhin gemacht haben, nach Jöllenbeck, kam ich zufällig rein, bin ich so ein bisschen reingerutscht durch Kontakte. Das heißt, du hattest irgendwelche Freunde und die haben gesagt, geh mal dahin. Genau, das ist spannend. Ich habe eine Kommilitonin gehabt, die habe ich auch immer noch. Und die hat mit denen schon mal gearbeitet, als sie noch beim Kanal waren, 21. Und da hat sie mir erzählt davon, dass die Leute hier Leute suchen, die helfen, Freiwillige, Moderatoren oder hinter der Kamera. Habe mich gemeldet und bin jetzt dabei. Und wie kommst du dazu? Ich habe damals ganz klassisch ein Praktikum gesucht fürs Studium und ja, habe die im Internet entdeckt und so bin ich hier gelandet. Das heißt, ihr beide seid auch vor der Kamera zu sehen. Welche Formate zum Beispiel? Bei mir ist aktuell Scum Roleplay als Format und sonst springe ich halt immer wieder mal ein. Ja, bei mir ist das Trash Bash, Bashing Trash, das berühmt-berüchtigte, mehr berüchtigt als berühmt leider. Und danach Unplugged, unser Brettspielformat, auch sehr spannend, wo wir immer wieder verschiedene Brettspiele vorstellen. Euer bisher geilstes Projekt? Ich hatte damals relativ am Anfang mit dem Raclette League angefangen. Das ist ja irgendwie einfach so aus diesem Wortspiel entstanden, Rocket League, Raclette. Und dann hieß es ja, okay, Doms, hier, wir wollen das irgendwie nächste Woche machen. Hier hast du Stift und Papier, überleg dir was. Das war sozusagen das erste große Projekt, das dann entstand mit einigen Gästen. Tatsächlich fast alle Projekte, die ich selber betreue, sind sehr spannend. Jetzt aktuell dieses Scum Roleplay ist noch am Anfang,
Und ich bin sehr gespannt, wo das eigentlich hingeht. Also ich denke, das kann ganz große Ausmaße annehmen und deswegen ist das aktuell für mich das spannendste Projekt. Also ich finde es sowieso immer spannend, vor der Kamera zu sein. Das macht Spaß, immer wieder. Aber das geilste Projekt war bisher so die Gamescom letztes Jahr, wo ich dabei war, die Möglichkeit hatte, Leute zu interviewen, meine ersten Erfahrungen in die Richtung zu sammeln. Und es ist total spannend gewesen. Ich habe mit dem Leadwriter bei Total War Warhammer 2 gesprochen, wo ich amerikanische YouTuber kannte, die aufgeregt waren, um mit dem zu sprechen. Und ich saß dann da, so als kleiner Lurch. Erstes Interview, gleich auf Englisch, gleich mit der größten Persönlichkeit, die ich hier interviewen werde. Ist spannend auf jeden Fall. Und die Möglichkeiten, wie gesagt, die man hier geboten bekommt, sind es wert, mitzumachen. Cool. Ja, dann vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Gerne. Hier sieht man, ihr habt ja echt eine große Kulisse aufgebaut irgendwie. Wofür war das? Genau, also gerade momentan ist es so super im Wandel. Es sieht jeden Tag gefühlt komplett anders aus. Vorher war da noch das Gaming-Set, da haben wir gespielt. Das haben wir jetzt hier hingezogen. Ist jetzt ein bisschen auseinandergerupft, weil wir die Technik gebraucht haben. Mit einem alten Militärschrank in der Mitte. Wir spielen momentan viel Scum und PUBG und sowas. Und in die Richtung ist dann so ein bisschen Deko. Und normalerweise ist hier vorne unser Talk-Set irgendwie so ein bisschen gemütliche Oma-Sofa. Das ist so die Idee, wo man mal ein bisschen in Wohnzimmerstimmung schnacken möchte. Heute war hier eine E-Sport-Übertragung und zwar das Broadcaster Royale Season 2, das PUBG-Turnier von Twitch. Das haben wir hier übertragen und deswegen haben wir diese alten Ölfässer mit den Monitoren, die wir da draufgelegt haben und haben dann hier einen Casterplatz geschaffen. Und diese Flexibilität, die ist manchmal anstrengend, weil man halt ständig auf- und abbauen muss, aber wir finden das halt schön, weil wir diesen Raum dadurch irgendwie optimal nutzen können und erstmal auch selber uns daran gewöhnen mussten, wie viel wir tatsächlich hier machen können, wenn man sich die Zeit nimmt für Auf- und Abbauten. Ja, das ist im Grunde genommen das Studio von Nerdstar, hier wo die ganzen Sachen produziert werden, die ihr auf Twitch sehen könnt irgendwie. Ja, vielen Dank, Marci, dass du uns nochmal reingelassen hast. Immer wieder gerne. War noch eine tolle Nacht, ne? Gestern. Das war echt cool, ja. Mhm. Ich habe kaum Stimme, ne? Also war so richtig toll. Und ja, würden wir auf jeden Fall jederzeit wieder nochmal machen. Ne? Auf jeden Fall. Ja, also aus denen kann mal richtig was werden, was Großes, so richtig Großes. Ja? Und ich bin mir sicher, da werden wir auch noch eine Menge von hören. Ja, wir sind auf jeden Fall dabei. Vielleicht ihr auch. Schaut doch einfach mal rein. Nerdstar TV ist auf jeden Fall eine coole Sache. Die machen spannende Dinge und ja, wir werden da bestimmt das ein oder andere Mal nochmal aufkreuzen. Und wir sehen uns dann nächste Woche Piranha Becken TV. Weil wir sind nämlich hier in Bielefeld und sind mit dem Taxifahrer gefahren. Ja. Und der hat so eine Art Sightseeing-Tour mit uns gemacht, ne? Durch Hürlenbeck. Ja, jetzt wissen wir genau, wo das Industriegebiet ist und wo nicht.